was drin ist, aber das ist wichtiger, hier dadurch entstehen, richtige Leute. Das war diese Übung. Genau. Solche Phänomene, was jetzt passiert, es kann passieren, wenn diejenige, die sagen wir so, Frau Jütt löhnt und Sayasat auch löhnt, irgendwann mal merkt er schon, dass wenn er hier sitzt in der Stelle, der Empfang der Schwingung und dann kann er gleich quatschen. Es ist nur eine Übersetzung. Oder in westlich nennt man Channel. Seid gegrüßt. Alle meine Kämpfer, kollegial. Es wird immer schwieriger und immer Freude, wenn man einem Kämpfer begegnet. Die traditionellen, dass man eine Lehre zum Gedenken, einen Tag dafür macht, um den Lehrer zu gedenken, ist etwas, was für uns alle von Generation zu Generation gepflegt und gemacht. Es ist keine Ansage und es ist auch keine Verpflichtung, die jede Schule tun soll oder tun muss. Mehr oder weniger ein Symbolgeste, die das eingerichtet würde. Grundsätzlich, wie er das sieht, Lehrer braucht nicht etwas von euch, Geschenk oder Freude mitzubringen. Lediglich alles hier steht nur ein Symbol. Und deshalb, der Schönheit gehört leider nicht in unserer Welt, der Welt, der mit Leben und Tod immer nahe steht. Einer soll euch merken, Kämpfer sein ist die gefürchtete und die gewünschteste, aber nur zu bestimmter Zeit. Wir sind nicht die Menschenart, die in der Gesellschaft begehrt wird oder auch verachtet wird, sondern diese Mischung entsteht im Verlauf unseres Lebens gleich. Eine Kämpfer, die sich von vornherein bewusst wird, Leben und Sterben ist in jeder Sekunde möglich. Da hier die erstrebt nach äußerer Anerkennung, nach äußerem Besitz haben von allen, wird mehr oder weniger mit der Zeit, mit der Lebenserfahrung verzichtet. Ich verstehe eher schon, gerade die jungen Leute, die noch am Anfang des Lebens eine Erstreben wird. Erstreben von etwas, was für die Freunde, für den Gedanken gut tut, aber nicht für eigenes Leben und Überleben. Da hier im Kreis am den Tag, das Gedenktag, wird dem Lehrer immer darauf hingewiesen, dass etwas, was man an Ritual macht, es besteht auch 3 Dinge, die man immer wieder zeigt. Die erste ist die Kerzen. Die Kerzen besteht auch weiße Kerzen, die, wenn angezündet wird immer weniger und immer weniger und irgendwann mal ist ausgelöscht. Vergleich zu das Leben an bestimmter Zeit, wir gehen wieder. Das heißt, das Leben ist nicht Ewigkeit und sie brennt. Diese brennen, das heißt Leben in ihrer eigenen Körper. Sie kommen und gehen.
oder die man schon sagen, Vergänglichkeit der Zeit. Das ist die erste, die man hat. Die zweite, die etwas, was vom Leben, Umgebung, beziehungsweise die Natur, die wir uns umgeben. Diese Natur ist dafür da, um unser Leben zu ermöglichen. Sie zeigt alles Frage, sie beantwortet alle Fragen, was man gestellt. Nur, ob man sie hört, ob man sie sieht, das ist andere Sache, andere Frage. In dem Moment der Blumen ist eine Blume oder eine Blätter ist die Wachstum, die Bescheidenheit. Der Lehrer wird sagen, nimm bitte etwas, was auf dem Weg, die ihr hierher kommt. Im Grunde genommen bedeutet, belastet niemand, sondern die Natur gibt er genug zum Leben. Muss er selber nicht erschaffen, muss er nicht selbst noch anschaffen, wie die Vermögen. Wenn es dazu da, selbstverständlich, man wird auch für das Leben auch etwas betätigen, damit man überleben kann. Aber grundsätzlich leben, versucht er zu leben, wie das die Natur gegenwärtig herrscht. Und nicht erträumen nach dem etwas, was hier gegenwärtig nicht gibt. Und wünsche eine Natur, die ihr es wollt. Es ist wie eine Kämpfer. Wie kann du beurteilen den anderen Kämpfer, dass er fähig oder unfähig ist, wenn du selbst nicht mal das, was du gesehen hast, fähig ist? Oder wenn du nicht mal selbst weißt, welcher Umfang das Wissen eigentlich daran besteht. Daher verachtet nicht den anderen in dem Sinn die Natur, die ihr selbst um euch. Seid dieser Natur ein Mensch, ein Gegenstand, ein Ereignis. Mit behutsam, mit Respekt begegnet. Und dieser behutsam Respekt begegnet für den Kämpfer ist ein Leben mit der Gegebenheit oder mit der Natur. Das sind die zweite. Der dritte ist die Räucherstäbchen. Die Räucherstäbchen symbolisiert durch ihre Qualm die Anpassungsfähigkeit. Die Anpassungsfähigkeit ist das Sein. Nicht, dass man selbst der Wichtigste. Man selbst ist nur ein Teil oder ein Bestandteil von das, was hier gibt. Durch die Qualm, die erstreckt sich nach oben, weil die Natur ist, dass die Qualm nach oben geht, aber sie weichert sich aus, sie passt an. Sie erstrebt nicht, auch in eurem Leben. Sei gesagt, es gibt nicht das, was du für wichtig und durchsetzen musst. Es gibt nur Können. Und diese Kann bedeutet eine Kompromissbereitschaft zu sein, auch in dem Kampf. Wenn man in den Kampf geht, es geht nicht darum, den Gegner zu besiegen. Auch innerhalb der Sieg, auch eigene Niederlage dazu gehört. Beziehungsweise, wenn man den Gegner schlägt, es gibt keine Kämpfer, keine Möglichkeit, dass man sich selbst nicht abbekommt. Ein Kämpfer kann kämpfen, wenn er bereit ist zu verlieren, ein Verlierer zu sein. Und weil er bereit ist, ein Verlierer zu sein, ist der Behutsamkeit, dass er sich Achtsamkeit und aufpassen und nicht behauptet, ich bin
der Große, der Besten, lass die anderen das machen. Im Pahuyut wird man sagen, sei gesagt, es ist nicht das, weshalb man euch das Wissen vermittelt. Das Wissen, die auf uns, die immer gesammelt hat, nicht dafür da, um zu zeigen, was er es hat, sondern um es zu nutzen, wenn er es braucht. In diesem Sinne gestaltet in dieses Symbol mit 3 erforderlichen Dingen symbolisiert. Und das soll von ihr selbst darauf kommen. Der Symbol, das Leere, ist dir unwesentlich, ob sie da, ob sie nicht da. Wenn sie da, symbolisiert sich nur eine von den gesamten Gestalten. Soll euch merken, dass diese Figur würde darauf eine sehr lange Geschichte entstanden und es gibt nur eine, die hier dasteht. Und dieses Symbol ist nicht nur eine Skulptur, die man sehen an Menschen, er kann versuchen, sich selbst hineinzugucken, nachzuempfinden, dann empfindet euch uns, wie wir eigentlich ist. Wir sind eine Kämpfer, aber wir sind keine Mörder. Wir sind eine Krieger, aber wir sind nicht die Angreifer. In diesem Sinn soll euch nachdenken, was nutzt das, wenn euer Wohlbefinden, eure Gesundheit jemals mit dem Pahuyut verbinden, bzw. der Kamm-Methodik verbinden. Ist ein Wert zu nutzen oder nicht nutzen. Ein Missbrauch bestraft sich selbst. Und um das zu können, ein Kämpfer zu sein, das heißt, bereit alles zu verlieren, dann erstrebt sie sich auch nicht zu erhaben. Das ist der Grund, den wir immer gelebt. Wenn ihr versucht in eurem Leben, wie in einer Kampfsituation, wird ihr am laufenden Zeit merken, er hat 2 Möglichkeiten. Entweder jetzt anfangen nachzudenken oder im Verlauf der Zeit wird diese gesagt wird zur Erkennung kommen, zur Erkenntnis kommen. Ich weiß, es ist lange her, womit der Mensch, wie die damals der Ideal oder beziehungsweise die man sich an Mensch dargestellt hat. Heute ist der Mensch mehr oder weniger in einer Abhängigkeit mit eigenen, selber geschaffenen Zwang. Warum Pahuyut meint man sich? Man ist eine Freikämpfer. Freikämpfer bedeutet frei sein. Freiheit zu haben, zu denken, zu handeln und zu leben. Oder beziehungsweise Lebensgestaltung. Kann auch Militär sein, kann auch Geschäftsmann sein, kann auch ein ganz normales Menschen sein. Pahuyut Menschen ist der Menschen die Freiheit liebe, der Freiheit für Selbstgestaltung. Sie ist aber auch bereit, Kompromiss in der gesellschaftlichen Regel einzuhalten. Das heißt, sie würde nicht mit ihrem Leben sinnlos irgendwas handeln, nur um eigene Befriedigung zu schaffen, die leider sehr viele geben.
Meine Bitte darum, wenn ihr jemals Pahuyut genießt, ist das der Tugend für uns alle. Bitte hilft der Mensch, der Unschulden, der von der Gefahr bedroht ist, zu schützen, um zu helfen. Und ich bin stolz darauf, ihr sagen zu können, wir haben das getan. Und mit diesem Wissen habe ich euch hinterlassen. Erstaunlich, was ist los? So, guten Tag erstmal. Das war, was ich vorhin habe. Das sind die, wenn ich erklären soll, wie das so funktioniert. Ich stelle mich in einen Zustand, wo ich mich nicht denke und lasse die Schwingung, die von außen auf mich zukommt. Und ich bin nur diese Schwingung, was ich wahrnehme, ähnlich wie wenn ich Bild sehe, vergleiche in mein Gehirn, ob das übersetzen kann. Wenn das übersetzen kann, komme ich in eine Sprache heraus. Ich wusste es nicht. Mit anderen Worten, ich habe mein Wissen von der gesprochen oder denken an jemanden überlassen, der das hineinkommt und auszog die Übersetzung. Ich übersetze nur. Da hier wäre die Übersetzung, ich weiß ja nicht, was ich geredet habe, ich weiß auch nicht, worüber. Ich bin auf euch angewiesen. Warum? Weil heute, ich bin auch Schüler. Okay? Und ich bin auch interessiert. Was ich sagen kann, sage ich. Was ich nicht weiß, kann ich auch nicht wissen. Ich kann in Deutsch sprechen, wenn ich in Thai, kann ich auch in Thai sprechen, kann ich vielleicht, wenn ich Englisch sprechen kann, kann ich auch in Englisch sprechen. Das spielt keine Rolle. Es ist nur eine Übersetzung. Oder in westlich nennt man Channel. Okay? Das ist, das ich verstehe unter Channel. Channel heißt, du nimmst etwas, übersetzt und wiedergeben. Oder vorübergehen hat durch die Wahrnehmung von irgendwo, die es zu mir schickt, wahrnehmen und wiedergeben. Mehr nicht.